Boah, bist du blöd, hä? Das mag uns. Welcome to Road Rarities. Ich möchte mich als erstes in diesem Jubiläumsjahr vorstellen. Ich bin der Markus Ammann aus Vorarlberg und habe mich schon vor vielen Jahren oder Jahrzehnten auf die österreichische Motorradmarke Delta Gnome spezialisiert. Die Marke war in der Zwischenkriegszeit, zwischen den 20er und Ende 30er Jahre, die größte Motorradfirma in Wien und wurde von den Ingenieuren Engler, Wolmersdorfer und dem Direktor Mischko Abut gegründet. Als sie das erste fahrbereite Motorrad konstruiert gehabt haben und auf den Markt gebracht haben, haben sie den Firmenname geändert in Engler, Wolmersdorfer und Co., damit man die Namen identifizieren kann, und haben dieses Modell 1924 als fahrfertiges Motorrad, vollwertiges Motorrad auf den Markt gebracht. Bei der Konstruktion dieses Motorrades haben sie sich einsteils beim Motor an die traditionelle Bauweise eines mischungsgeschmierten Zweitakters gehalten, aber andererseits haben sie doch Spezialitäten gebaut, wie diesen Auspufftopf aus Aluminium, der zerlegbar war zur Entfernung der Ölkohle, der zur Beschleunigung auf Überlandpartien eine Auspuffklappe besitzt, als auch diese Fußraster, die zumindest das Delta bereits eingegossen gehabt haben. Das war natürlich wieder speziell, weil Aluminiumguss war damals sehr kostenintensiv und aufwendig. Sonst ist ein englisches Dreiganggetriebe eingebaut, wahlweise auch nur ein Zweigang. Ich habe das Modell mit Dreigang aufgebaut, weil dieses Motorrad habe ich aus Wien ertauscht, war in einem sehr, sehr stark veränderten und umgebauten Zustand und wollte das, weil kein zweites auffindbar war von diesem ersten Modell der Firma Delta Gnome, habe ich sie in Original zurückversetzt und versucht, möglichst detailgetreu das Originale wieder herzustellen und auch fahrbereit zu machen. Was man sehr gut sieht an diesem Fahrzeug, dass die ganzen Sachen viele Jahre später völlig selbstverständlich waren, wie Beleuchtung, sogar elektrisch, die Tachometeranlage, Ballhupe war eher schon bekannt, dass das auch da alles vorhanden ist an diesem Fahrzeug. Das habe ich bewusst auch dazu gebaut, weil ich es ja so im normalen Straßenverkehr auf Rallyes international präsentiere und darum diese Ausführung.
Das unmittelbar nachfolgende Modell, bereits 1925, war denn die Konstruktion, eigentlich eine völlig neue Konstruktion, sowohl der Rahmen, die Räder und speziell der Motor, völlig neu konstruiert. Dieser Motor ist eine Spezialität, weil das Kurbelgehäuse doppelschalig gegossen wurde, damit die äußere Schale das Frischöl aufnimmt, das durch eine eingebaute Frischölpumpe direkt in die Kurbelwelle eingespritzt wird. Auch hier wieder ein sehr voluminöser Aluminiumauspufftopf und auf der Primärseite auch die Primärabdeckung zwischen Motor und Getriebe und auch die Hinterradabdeckung ebenfalls aus Aluminium. Zeigt, dass diese Firma eine sehr große Liebe für Aluminiumkonstruktionen hat, was aber natürlich ein Kostenfaktor war, was den Preis des Fahrzeuges doch etwas über den üblichen 250er Zweitakter aus der Zeit hinausgehoben hat. Weil dieses Modell eigentlich der Urausgang war meiner 34 Jahren Suche, wollte ich sie im Originalzustand, aber ebenfalls völlig straßentauglich und betriebsbereit restaurieren.